Das hier ist die Mappe zu einem Lastrada Regent S mit allen Papieren, die dazugehören. Wir haben nämlich für euch einen gebrauchten Lastrada Regent S, den wir euch heute vorstellen wollen. Ungefähr 3,5 Jahre alt, 55.000 Kilometer, richtig schicke Ausstattung. Den haben wir vor 3,5 Jahren ausgeliefert und seitdem hat er seine Besitzer glücklich durch die Welt begeistert. Und jetzt soll es einen Nachfolger geben und damit steht dieses tolle Auto für euch zur Verfügung. Und den fahren wir jetzt in die Sonne und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem tollen Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. In diesem Video zeigen wir euch alle Details zu diesem Lastrada Regent S. Das ist ein gebrauchtes Fahrzeug, anders als die meisten anderen anders als die meisten anderen Fahrzeuge, die wir euch in den Videos zeigen. Und zwar ist das ein Wagen, den ich vor 3,5 Jahren ungefähr ausgeliefert habe. Erstzulassung im Mai 2017. Hat 58.500 Kilometer, so wie er jetzt hier neben mir steht. Und die Besitzer sind begeistert von Lastrada und dem Konzept, möchten sich aber eine Nummer vergrößern und haben sich ein Auto mit Längsbetten bestellt. Und deswegen darf dieser wunderbare Lastrada Regent S jetzt einen neuen Besitzer finden. Und da wir gedacht haben, es ist zum einen spannend für euch zu sehen, wie sieht so ein Lastrada nach 4 Jahren Benutzung aus und was kann der insgesamt, gucken wir uns jetzt dieses Fahrzeug mal genau an. Solange der Wagen noch zur Verfügung steht, werdet ihr in der Videobeschreibung darunter einen Direktlink zur mobile.de Anzeige finden. Wenn der nicht mehr aktiv ist, haben wir das Auto leider auch nicht mehr im Bestand. Dann hat sich ein glücklicher Besitzer dafür bereits gefunden. Grundsätzlich, was haben wir hier? Wir haben einen Lastrada Regent S in relativ großer Ausstattung. Eigentlich ist das Einzige, was dieses Fahrzeug nicht hat, der Allradantrieb, weil die Kunden auf Fahrkomfort und Fahrdynamik gegangen sind und das Ganze einfach schick und elegant haben wollten. Wir haben den 3-Liter Motor mit 190 PS. Wir haben das Automatikgetriebe. Wir haben den Wagen in Brillantsilber Metallic und damit er besonders gut und komfortabel fährt, haben wir den Wagen vor der Auslieferung noch auf 18 Zoll ORC-Felgen gestellt. Das ist natürlich alles sauber eingetragen, aber ich habe eine dicke Mappe mit allen möglichen Bedienungsanleitungen und Werkstatt- und Servicerechnungen. Die schauen wir uns gleich auch noch mal gemeinsam an. In dem damaligen Modelljahr haben wir schon die neuen Fenster, die von außen plan sind, aber noch nicht ganz so stark getönt wie die heutigen. Dann habt ihr hier die Belüftung für den Kühlschrank. Der Regent S hat zwar immer einen Kompressorkühlschrank, aber auch der Kompressorkühlschrank kann besser arbeiten, wenn er vernünftig Luft bekommt. Damit die Gesamtoptik des Autos schicker wird, haben wir vorne und hinten diese Radlaufverkleidungen kommen lassen. Die sind extra aus Amerika damals eingeflogen worden, genau wie die Lippe, die vorne auf der Motorhaube ist. Das ist vielleicht, und das gleich vorweggeschickt, auch einer der wenigen Kritikpunkte, die bei diesem Fahrzeug gelten dürfen. Man sieht halt an einigen Stellen schon, dass der Kunststoff ein bisschen ausgeblichen ist. Da sieht man eben schon den Unterschied zwischen Mercedes Original und nachgerüstet. Das kann man leider nicht ändern, so unterschiedliche Kunststoffe, aber das ist vorne und an den Seiten genau das Gleiche. Das kann man entweder mit Kunststoffmitteln aufarbeiten oder vielleicht die Anbauteile rundherum in Wagenfarbe lackieren und dann ist der Wagen von außen tippitoppi. Insgesamt steht er aber sowieso sehr gut da. Das Silber ist rundherum perfekt in Ordnung, hat keinen Ditcher vorne, keinen Ditcher hinten und natürlich auch keinen Ditcher an den Seiten links und rechts. Und ich laufe da einfach so stumpf dran vorbei, Entschuldigung. Hier an der Seite, das war so selbstverständlich für mich, weil ich mir die Ausstattung schon einmal angeschaut habe. Wie gesagt, nahezu Vollausstattung. Hier haben wir eine Gasaußensteckdose und auf der anderen Seite haben wir einmal hier hinten die 230 Volt Stromversorgung. Der Wagen hat eine Truma Dieselheizung, eine Sog-Toilettenentlüftung und wer draußen duschen will, dafür haben wir das optionale Nasszellenfenster hier vorne mit dabei, dass man den Duschschlauch rausnehmen und auch hier draußen benutzen kann. Ja, ganz normaler Trinkwassereinfüllstutzen und eben, wenn wir noch mal einen Blick vorne mit auf die Schnauze werfen,
Das ist der normale Sprinter aus dem Baujahr 2017. Wir haben damals als zum einen Blendschutz und eben auch Steinschlagschutz, das ist nur geklebt. Das könnte man auch theoretisch alles wieder runternehmen. Hier die Kunststoffteile drauf, damit man einfach ein bisschen martialerische Optik von vorne bekommt. Und von innen kann der Wagen eben auch wahnsinnig viel. Wenn wir mal den ersten Blick auf die Schnelle nehmen. Wir haben das Holzdekor Beton. Das ist eins der ersten Jahre, in dem es Beton gab. Hier kombiniert mit dem schwarzen Leder, denke ich, eine super schnieke Lösung, die mir gut gefällt. Und die schauen wir uns jetzt im Detail drinnen an. Grundsätzlich ist das ja ein Sprinter, der vor dem jetzt letzten Sommer gekommenen Facelift gebaut worden ist. Das heißt, wir haben noch das alte Cockpit sozusagen mit dem normalen Mittelteil. Die neuen haben ja jetzt dieses aufgesetzte Navigationsgerät. Hier ist zum einen ein Kenwood-Navigationsgerät drin, das DNX 450 TR. Das ist ein Gerät, was heute noch genauso gebaut wird. Da könnt ihr Maße vom Fahrzeug, Höhe, Gewicht und all sowas mit eingeben und das wird in eine Garmin-Navigation mit eingefließen oder lässt das Navigationsgerät mit einfließen. Wir haben eine Klimaanlage mit dabei natürlich, Gebläsestärke, das sind alles originale Mercedes-Optionen. Was wir noch eingebaut haben, das war ein Wunsch damals, kriege ich es hier ab? Nö, doch. Das ist eine kleine Fernbedienung und zwar haben wir einfach nur eine Stromunterbrechung fürs Radio gelegt. Das Radio hat hinten eine Fernbedienung, aber witzigerweise haben diese ganzen originalen Radiofernbedienungen, weil die ja eigentlich für PKWs gemacht sind, kein Ein- und Ausschalter. Deswegen haben wir einen kleinen Trennschalter quasi dazwischen gemacht und so kann man hinten im Bett liegend alles für im Radio bedienen und gleichzeitig das Radio eben auch mit der zweiten Fernbedienung an- und ausschalten. Ansonsten haben wir den Totwinkelwarner, den Totwinkelwarner mit dabei. Wir haben Parkassistent vorne und hinten, also die Parkpiepser und das finde ich bei Mercedes aus den Baujahren ganz cool gemacht. Wenn du einmal da vorne hin filmst, hier vorne in dem schwarzen Ding, die da leuchten, das sind die Park-Distance-Dinger für den vorderen Weg. Und wenn du hier auf den Spiegel filmst, haben wir da unten, das sieht man nur beim Zündung an- und ausmachen, die Park-Distance für hinten. Und dadurch muss ich eigentlich nie den Blick vom Spiegel wegnehmen, wenn ich rückwärts fahre. Und mit dem Totwinkelassistenten da oben sehe ich auch eben, wenn links oder rechts was bei mir drin ist. Das heißt, für ein Modelljahr 2017 bzw. Modelljahr 2018 irgendwo auf dem Limit gebaut, ist das Fahrzeug schon mit ganz vielen Assistenzsystemen ausgestattet, die ich bei vielen modernen Fahrzeugen heute noch nicht haben kann. Allen Transportern sagt man ja grundsätzlich nach, dass die Anlagenqualität so lala ist. Da hat der Kunde damals sich auch nicht lumpen lassen und hat das Jenert Soundsystem mitbestellt. Das heißt, wir haben nicht mehr die originalen Sprinter-Lautsprecher drin, sondern wir haben von Jenert ein 3-Wege-Soundsystem drin. Hochtöner, hier oben die aufgesetzten Mitteltöner, da hast du auf der Seite auch noch einen. Die hat der Sprinter normalerweise dort nicht mit dabei. Und in der Tür selber, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ja genau, da unten nochmal den zusätzlichen Tieftöner. Und damit das Ganze richtig Wumms mit drin hat, haben wir hier hinterm Fahrersitz an der Seite, der dunkelgraue Kasten, einen Subwoofer nochmal mit dabei, der mit dabei ist. Und so könnt ihr eben auch, wenn ihr mal ein richtig schnelles Stück Autobahn habt und vielleicht mal ein bisschen sportlichere Musik hört, das richtig krachen lassen. Da damals viel Hartplastik hier vorne drin war, hat Lastrada damals ein Ambiente-Paket mit angeboten, was so ein bisschen die Betonoptik von hinten nachempfindet. Das heißt, das hier ist alles von Lastrada damals nachgerüstet worden. Ja, was haben wir hier sonst noch? Zentralverriegelung auf, zu. So ein Notbremsassistent und ein Spurhalteassistent, glaube ich, hat er auch. Wie viele Kilometer hat der Wagen jetzt? Wir haben jetzt, wo steht der Kilometerstand? 58.652 Kilometer. Und dann gucken wir mal, wie das mit dem Wartungsrechner, der hat so einen Wartungsrechner, also er geht nicht jährlich zur Inspektion, sondern entweder über einen Zeitvorlauf oder
oder über den Wartungsrechner hier. Und da müssen wir mal kurz gucken, wie viel haben wir da jetzt noch nach. Da, AdBlue ist vollgetankt, das ist echt alles Sahne hier. Das ist Radio. Da müssen wir hin. So. Serviceumfang A in 55.100 Kilometern. Ich meine, der Wagen hat gerade erst 58.000 Kilometer. Wir haben gleich auch alle Wartungsrechnungen, da gucken wir gleich nochmal drauf, wann die letzte Inspektion gewesen ist. Das Auto ist so, wie man das mit so einem Auto machen muss, richtig schön gepflegt. Damit er sich gut anfühlt, hat er damals noch ein Lederlenkrad bekommen und was ganz toll ist, das ist das erste Baujahr, in dem die Sprinter die SKA-Sitze bekommen haben. Die haben wir im letzten Lastrada Avanti EB-Video auch schon gezeigt. Für große Menschen, die im Sprinter gut sitzen. Hier einmal die Einstellung für die Sitzfläche und das Ganze dann in der ganzen Einstellung hier eben auch noch toll zu machen. Und mit dem schwarzen Leder sicherlich auch was man entweder mag oder nicht mag. Aber ich finde, diese Kombination aus Leder und Beton gibt dem Ganzen einen richtig schicken und vor allem auch zeitlosen Aspekt. Und wer wollen würde, könnte das noch ganz genauso heute bestellen. Man würde vom Innenleben des Autos kaum einen Unterschied erkennen. Ein Ledersitz ist ja im Winter manchmal ein bisschen kühl. Da ist hier natürlich für euren zarten Hintern gesorgt. Wir haben eine Sitzheizung, natürlich für Fahrer und für Beifahrersitz. Und für die Leute, die es gerne ein bisschen enger hier haben wollen, es gibt eine elektrische Lordosenstütze. Das heißt, da ist ein kleiner Kompressor drin, der verschiedene Luftpolster aufpumpt oder ablässt. Damit kann man seinen Rücken unterstützen oder den Seitenhalt verstärken. Ich drehe uns jetzt mal die Sitze und dann schauen wir uns den Wohnraum von dem Lastrada Regent S hier mal genauer an. Zwei Sachen fallen mir immer sofort auf. Zum einen, der Sprinter ist kleiner als ein Ducato und ich finde, wenn man die Türen zumacht, merkt man das an einigen Stellen sogar. Das andere ist, umso detailverliebter die Leute mit ihren Autos umgehen, umso sauberer sind die Autos eigentlich. Und das Auto hier ist ein perfektes Beispiel dafür. Ich wollte gerade den Tisch aufbauen und ich finde, das sagt eigentlich schon alles darüber aus, wie gut man mit dem Auto umgegangen ist. Sogar das Tischbein ist, da wahrscheinlich zum einen, damit es nicht klappert, aber zum anderen, damit es auch immer gut griffbereit ist, nochmal separat mit den Schaumstoffdingern abgefedert. Und dann kann man das ja einfach hier unten mit reinstecken. Den Tisch draufsetzen. Und das hat er mir auch gesagt. Er hat die Tischaufnahme unten ein bisschen aus der Mitte rausversetzen lassen von einem Tischler vor Ort und hat dadurch eben den Drehpunkt jetzt an einer anderen Stelle und kommt viel besser in alle Richtungen, die man hat. Ja, grundsätzlich, wenn ihr euch hier umschaut, haben wir einen Lastrada Regent S, eben Mercedes Sprinter Basis. Das ist das Holzdekor Beton, auch einfarbig Beton, also keine abgesetzten Klappen. Und das Ganze mit dem schwarzen Leder hier. Das Leder fühlt sich neu an. Das ist absolut neuwertig, so wie das ist. Ich meine, das ist natürlich ein Auto 60.000 Kilometer. Das hat die ein oder andere Gebrauchsspur. Aber ich finde, wenn ich das Verhältnis 3,5 Jahre und 60.000 Kilometer hier anlege, steht er wahnsinnig gut und sauber da. Auch in dem Modelljahr 2017 hat der Regent S schon schicke Lampen gehabt. Wir haben hier bei all den Lesespots eine indirekte Beleuchtung. Wenn man nochmal drückt, den hellen Lesespot. Und wenn man es ein bisschen länger gedrückt hält, das Ganze als Dimmer und nochmal wieder die Lampe aus. Grundsätzlich steht das ganze Auto energetisch ziemlich cool da. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach. Wir haben einen großen 45 Ampere Ladebooster verbaut. Wir haben einen Wechselrichter mit dabei und wir haben auch eine dicke Super B Lithium Batterie mit dabei. Das heißt, es sollte geregelt sein, lange auch frei stehen zu können. Zusätzlich haben wir natürlich viele Steckdosen verbaut damals. Ihr habt hier in der Sitzgruppe einmal 230 Volt. Und daneben Doppel-USB, eine mit 2,1, eine mit 1 Ampere. Und hier müssten wir auch noch Steckdosen haben, genau. Nochmal Doppel-USB und daneben auch 230 Volt. Für die Kaffeemaschine hier oben, die hier immer mitgereist ist, nochmal 230 Volt. Alle natürlich über den Wechselrichter mit Vorrangschaltung verbunden. Und hier hinten haben wir nochmal eine Doppel-USB-Steckdose. Über das Jenert Soundsystem ist übrigens auch hinten ein besseres Boxensystem drin, als es normalerweise wäre, dass man so super gut Musik da hinten hören kann. Der Küchenblock ist ja ein weiterer Indikator, wo man bei gebrauchten Autos ganz gerne mal hinguckt. Wir nehmen einmal Close-Up die Kochflächen. Klar sieht man, dass drauf gekocht wurde, aber ganz ehrlich, 3,5 Jahre, 60.000 reine Urlaubskilometer, also nichts im Alltag, sondern wirklich Urlaubskilometer, das ist doch erste Sahne. Und auch da, damit es nicht klappert, ein bisschen was dazwischen legen. Dann hat das Auto eine Duomatik von Truma mit dabei.
Das heißt, er schaltet automatisch zwischen der ersten und der zweiten Gasflasche hin und her. Und wir haben, damit man noch unabhängiger ist, eine Truma Dieselheizung mit dabei, die hier über das CP Plus Bedienteil, was auch eine Zeitschaltuhr drin hat, mitgesteuert wird. Damit man das ganzjährig auch in allen Regionen benutzen kann, haben wir das Höhenset für die Truma Heizung mit dabei. Das heißt, wenn ihr konstant oberhalb von 1500 Meter schlaft, kommt eine zweite Förderpumpe mit ins Spiel, die einfach eine andere Menge Dieselkraftstoff fördert, damit der Verschleiß der Heizung minimiert wird und die Heizung auch bei wenig Sauerstoff in hohen Regionen richtig gut funktioniert. Anschließend an die Küchenzeile habt ihr hier einen Kompressorkühlschrank. Kompressorkühlschrank ja einmal das sehr stark kühlende Konzept sozusagen und durch die Lithiumbatterie mit Solaranlage auch absolut sorgenfreies Produkt sozusagen, weil immer genug Strom da sein wird. Darunter den Kleiderschrank, wo ihr zum einen Böden drin habt. Da ist jetzt die Kleiderstange, die eigentlich an der Decke hängen würde, ausgebaut. Die ist aber mit dabei, die liegt bei den Fahrzeugunterlagen mit dabei, weil die Vorbesitzer halt gesagt haben, mit den Einlegeböden kommen wir viel besser klar. Gegenüber mit den Lastrada typischen Schwingtüren haben wir die Nasszelle. Das Wichtigste hier ist eben, dass das Nasszellenfenster vorhanden ist. Eine Duschmöglichkeit ist da durchaus. Und hier haben sie sich an die Decke nochmal zusätzlich die Möglichkeit, so eine Art Kleiderstange, dass wenn man reinkommt, dass man eine feuchte Jacke einfach mal weghängen kann und die in der Duschwanne vernünftig nach unten abtropfen kann. Raum ist hier ausreichend, auch für große, kräftige. So passe ich hier wunderbar rein, kann ich duschen, kann ich gut auf Toilette sitzen und auch hier sind noch ein paar zusätzliche Haken mit dazu gekommen. Wer regelmäßig im Auto duscht, für den ist ein Duschvorhang mit dabei, der ist auch nahezu gar nicht benutzt. Ja, wenn ihr bis jetzt dieses Video euch angeschaut habt, dann habt ihr ja wahrscheinlich ernsthaftes Interesse an diesem Fahrzeug oder zumindest an diesem Thema. Ich habe mal die gesamte Ausstattungsliste mitgenommen und wir gucken uns jetzt mal an, wie der Neupreis gewesen ist und dann erzähle ich ein bisschen dazu, was wir bzw. die Verkäufer sich ungefähr vorstellen. Wenn wir uns die Ausstattungsliste von dem Lastrada Regent S genauer anschauen, dann sehen wir, dass wirklich nahezu alles vorhanden ist. Wir haben, wie gesagt, einen großen Motor mit Automatikgetriebe in Silber Metallic. Das habt ihr ja alles soweit gesehen. Beton, Vollleder ist auch klar. Vieles haben wir ja bereits gesagt im Video. Ich sage einfach nochmal die Sachen mit dazu, die wir bisher noch nicht gehabt haben. Wir haben zum einen den großen Kraftstofftank, 100 Liter, den haben wir noch nicht erwähnt. Wir haben vollwertiges Ersatzrad, die verstärkte Vorderachse. Wir haben die Solaranlage, die ihr nicht sehen könnt, mit dabei. Für die Truma-Heizung, die ja hier die Dieselheizung ist, noch die iNet-Box, das heißt eine App-Steuerung für die Heizung mit dabei. Ein Gasalarm mit dabei, diverse Steckdosen überall im Auto verteilt. Der Wechselrichter, sehe ich hier auf meiner Ausstattungsliste, hat 1500 Watt Leistung, also der ist auch gut, mal eine Kaffeemaschine anzuschließen. Wir haben zwei große Dachhauben hinten über dem Heckbett und hier vorne, davon war nur eine Serie. Und vor allem eben die Umrüstung elektronisch. 45 Ampere Ladebooster von uns damals reingekommen. Die große müsste 160 Ampere-Stunden Super B-Batterie mit dabei. Und das Ganze eben mit der Solaranlage, ein super autarkes Thema. Dass der Wagen perfekt gepflegt und gewartet wurde, habt ihr ja gesehen. Ich habe hier einfach nur mal exemplarisch die letzte Rechnung von der letzten Inspektion rausgesucht. Die kommt vom 28.05. diesen Jahres. Kilometerstand ist dort gewesen 54.437, also wir haben ungefähr 5.000 Kilometer diese Saison, die der Wagen gefahren ist. Dort haben wir wirklich die große Inspektion mit Ölwechsel und allen Dingen sowieso. Bremsbeläge an der Vorderachse komplett neu gemacht und noch ein paar Kleinigkeiten. In Summe aber alles, was irgendwie ansatzweise fällig war, so dass wir die Rechnung über 1.500 € haben. Also hier wurde auch wirklich an nichts gespart, so dass es keinerlei Stau gibt. Und dann gibt es einen riesen Haufen Papiere. Wir haben noch ein Safe unterm Fahrersitz mit elektronischer Schließung. Das Gutachten für die OAC-Felgen, die natürlich TÜV abgenommen und auch in die Papiere eingetragen sind. Ja, und alles, was zwischendurch gekommen ist, zum Beispiel die Schmutzfänger, die er noch zwischendurch haben wollte, einfach mal nebenher 724 €. Wir müssen gleich mal gucken, ob da eine goldene Schicht irgendwo drauf ist. Ist auf jeden Fall sportlich, was Mercedes dafür genommen hat. Von innen, glaube ich, habt ihr einen ganz guten Eindruck von dem Regent S bekommen. Wir schauen jetzt noch mal gemeinsam in den Heckstauraum und gucken, ob wir da noch irgendwas Zusätzliches entdecken, aber vor allem auch, damit ihr einen guten Eindruck bekommt. Wer vorher alle Maße von dem Fahrzeug sehen will, wir haben ja verschiedene Videos vom Lastrada Regent S schon gemacht, wo wir Bettenmaße, Sitzgruppenmaße und all solche Dinge schon genommen haben. Die verlinken wir euch noch mal oben drüber in der Ecke.
Und da könnt ihr euch das genau anschauen. Und wer ganz detailliert die Ausstattung von diesem Auto sich anschauen will, kann einfach auf dem Link zur mobile.de Anzeige sich die genaue Ausstattung zu diesem Auto anschauen. Da werden wir das nochmal fein säuberlich mit aufschreiben. Ist der Link in der Videobeschreibung nicht mehr vorhanden, ist der Wagen leider verkauft. Und dann ist ja auch die ganz genaue, detaillierte Beschreibung gar nicht mehr so wichtig. Für uns sind Gebrauchtwagenvorstellungen ja noch relatives Neuland. Am Ende des Videos, wenn ihr alles gesehen habt, würde mich interessieren, was hättet ihr jetzt noch gerne dazu gewusst, damit ihr einen guten Eindruck von dem Wagen bekommt. Was mich beim Gebrauchtwagen anschauen, ich habe so ein bisschen mit älteren Autos immer wieder auch interessiert, ist zum einen Produktionsdatum der Reifen und zum anderen eben auch Profiltiefe. Deswegen habe ich mir aus der Werkstatt mal so ein Profiltiefenmesser mitgenommen. So, wir haben hier vorne, im Licht kaum zu erkennen, noch 8 mm. Und ich habe eben mal drauf geguckt, die Reifen sind aus Ende 2016. Und der Wagen, der Sprinter, ist ja ein Heckantrieb. Wir gucken mal, ob hinten das Profil anders ist. Hier hinten haben wir 7,5, ein ganz klein bisschen weniger, aber eben auch noch richtig gutes und vieles an Profil. Die Reifen sind alle ein Baujahr. Das spricht deutlich dafür, dass der Vorbesitzer sehr sachte und sehr zart mit dem Fahrzeug umgegangen ist. Und er hat mir auch selber gesagt, bis der Motor richtig warm ist, immer entspannt warm gefahren und dann erst langsam ein bisschen schneller geworden. Und er gehört sowieso nicht in die Kategorie der richtigen Heizer. Aber auf jeden Fall kann man den Reifen ansehen, dass der Wagen immer gemächlich und vernünftig bewegt worden ist. Ein Satz Winterreifen ist bei dem Wagen auch noch mit dabei. Dem Kunden hat es nicht gefallen, die reinen Stahlfelgen zu haben. Deswegen hat er gerade Anfang der Saison nochmal einen Satz nagelneue Radkappen für die Winterreifen von Mercedes gekauft. Die sind noch nie drauf gewesen. Die lassen wir natürlich im Auto. Wir haben eine komplett unbenutzte Schneekette mit dabei oder Schneeketten mit dabei. Und die ganze Box hier ist voller Bedienungsanleitung. Ich meine auch hier, guckt euch das an. Das ist der Duschvorhang für die Dusche. Der war noch nie aufgehängt. Das heißt, entweder haben sich die Leute 3,5 Jahre nicht gewaschen oder sie haben die Dusche im Auto einfach nicht benutzt. Deswegen, das spricht alles für das Auto. Wir haben hier damals schon bei der Auslieferung den Tretford Teppichboden in den Stauraum reingelegt, dass einfach der Boden schön geschont wird. Und das sieht man eben im Auto an jeder Stelle an. Ja, wie das aus dem Regent S bekannt ist, eine schön dicke Kaltschaummatratze mit einem punktelastischen Lattenrost. Das Ganze kann man hier wegklappen und das ist das, was ich vorhin schon sagte. Da vorne an die Decke geklettet ist die Kenwood Radiobedienung, dass ihr das Radio von hier hinten aus dem Bett an- und ausmachen könnt, dass ein bisschen ramontische Stimmung aufkommt. Ja, wer Fragen zu dem Auto hat, wir stehen gern zur Verfügung. Wer sich dafür interessiert, in der Regel halten sich die Gebrauchten nicht allzu lange. Da kommt jetzt dann doch der Verkäufer bei mir durch. Wer sich für so ein Fahrzeug interessiert, ich glaube, relativ zügig mal melden. Probefahrten natürlich möglich und der Wagen steht von jetzt an bei uns in Stove bereit. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen dieses und aller anderen Videos. Wir freuen uns auf euch. Bis bald!